Moveo, das ist schon eine absolute Edelmarke, so muss man sagen. Ja, man findet ähnliche Grundrisse bei Pilote, aber wenn man reinschaut, alles ist genial verarbeitet. Es ist all-inclusive mit drin. Ihr habt so viele Sachen verbessert dieses Jahr. Ich grüße dich ganz herzlich. Stell dich mal kurz vor. Also, mein Name ist Simons und ich bin der technische Leiter von Moveo für Deutschland. Wahnsinn. Du hast mir schon erzählt, dass ganz viele Sachen hier bei den Fahrzeugen inklusive sind. Das heißt also, die Händler, wenn die irgendwas nachrüsten möchten, viele Sachen liegen schon, gell? Also das ist der große Unterschied bei den Moveo-Fahrzeugen im Vergleich zu anderen Fahrzeugen aus der Pilotengruppe. Und bei Moveo ist es eigentlich alles OEM. Alle Zubehöre, die bei Moveo immer inklusive sind, ob das jetzt die Markise ist, die Sattanlage, Solaranlage, Lader, Booster, Rückfahrkamera und so weiter, sind immer gleich ab Werk montiert. Das heißt auch die Kabelbäume, die Vorbereitungen, die Halterungen sind im Produkt schon mit integriert. Ja, ganz oft fehlen ja sogar Ladebooster. Das ist also in der Klasse, wo ich mich dann wundere, wo der Kunde alles mal schön nachziehen darf, mit den richtigen Querschnitten, mit allem drum und dran. Du kennst dich ja aus. Wenn ihr das ab Werk macht, seid ihr auch dafür haftbar, da muss alles stimmen, gell? Da stimmt auch alles, jawohl. Boah, das hier ist ein wunderschöner Grundriss. Du hast also Platz für 1 bis 2 Fahrräder noch hier hinten, hast eine Garage mit drin, hast irre viel Platz. Ist ein Heckbad? Ich weiß gar nicht. Ist ein Heckbad, das wohl größte Bad auf der ganzen Ausstellung hier. Und wir haben auf der anderen Seite nicht nur ein Staufach für Fahrräder, aber auch ein Hochkantfach, wo Skier, Angelrouten oder alles das, was man nicht im Fahrzeug haben möchte, noch verstauen kann. Simone, geh mal bitte rein. Ja, wir müssen das mal zeigen. Ich zeige mal ganz kurz das Fahrzeug von außen. Wir sind hier auf 7 Meter. Wir sind hier auf kurz unter 7 Meter, 6,96 Meter, was natürlich die Handhabung vom Fahrzeug sehr, sehr einfach macht. Ja, was ziemlich cool ist, die Seitenwände, Rückwände, alles schlagfest, hagelfest, GFK. Man könnte sogar einen Test machen mit dem Gummihammer, das würde gehen. Es werden keine Dellen, soll man nicht. Da braucht man noch nicht mal einen Gummihammer, da kann man entweder mit der Faust oder den Ellenbogen auch gerne mal draufhauen, da wird so schnell nichts passieren. Es geht um unschöne Dellen, die kommen können. Wenn der Fahrradlenker gegenfällt, ein Kind mal dagegen ist, das ist GFK unglaublich widerstandsfähig und man kann es reparieren. Man kann es reparieren, ist eigentlich auch komplett holzfrei und der große Unterschied zu manch anderen Anbietern ist, dass wir einen XPS-Schaum mit einer sehr hohen Dichte verwenden, wodurch das Fahrzeug eigentlich komplett feuchtigkeitsneutral ist. Was der Hammer ist, ist die Lautstärke. Wir haben ja gerade eben, hier wird ja noch gesaugt mit allem drum und dran. Du gehst in die Fahrzeuge rein, machst die Autos zu. Es ist viel leiser als bei anderen. Es ist viel leiser wie bei anderen. Liegt auch ein bisschen daran, dass das Fahrzeug aus der Gruppe Pilote ist und alle Fahrzeuge aus der Gruppe Pilot auch den Truma Klasse 3 Test bestanden haben und dementsprechend sowohl von der Isolierung, Geräusch und Temperatur technisch recht hochwertig sind. Okay, heißt, die sind natürlich winterfest, wenn man das haben möchte. Abwassertank ist beheizt in dem Fall? Kann man haben bei den Fahrzeugen. Abwasserbeheizung ist möglich, Abwasserisolierung ist möglich. Da gibt es sehr viele Optionen, die möglich sind. Ja, das ist ganz, ganz wichtig, weil das Thema ist natürlich Autarkie. Wenn ich ein Fahrzeug habe, was per se besser gedämmt ist, brauche ich auch viel weniger Gas. Das heißt, Gasflaschen weniger wechseln, gell? Das ist richtig. So, wir zeigen das mal ganz kurz. Eine riesige Aufbautür, die ist viel breiter als bei vielen anderen. Diese Tür ist jetzt eine 80 cm Tür, die es uns auch möglich macht, das werden Sie dann nachher sehen, auch das Fahrzeug noch zu betreten und zu verlassen, wenn die Betten gemacht sind. Und wenn man Euroboxen in der Hand hat, kommt man viel einfacher durch. Man muss sie nicht so durchrangieren. Ihr habt Haarteiltüren, also nicht die billigste Tür im Einsatz. Richtig, Doppelverschließung mit Metallschlösser und vor allem auch mit einem durchgängigen, reinziehenden Scharnier. Das sehen Sie hier auf der anderen Seite. Warte, ich komm mal hin. Diese Tür geht nicht nur zu mit diesem durchgängigen Scharnier, ja, sondern die zieht sich auch noch mal rein. Die ist absolut flächenbündig, das heißt noch leiser. Genau, das ist ja auch ein Thema. Weniger Windgeräusche und dementsprechend auch besser isolierend. Ja, auch die Fenster sind leise, denn sie bauen kaum auf, muss man sagen. Das ist jetzt ein besonderes Fenster, was hier drin ist. Ihr habt Alurahmen drin? Wir haben grundsätzlich die Seitz S7-Fenster mit Aluminiumrahmen, dementsprechend weniger Windgeräusche, weniger Einbruchsmöglichkeiten. Der Teufel liegt im Detail. Du sagst, man soll bitte genau hinschauen, weil die Grundrisse gibt es bei vielen Anbietern oder ich sag mal bei vielen ähnliche, so können wir uns darauf einigen. Aber ihr macht das wirklich, also von der Verarbeitung, von der Qualität her, du bist ein genauer Mensch. Du weißt das, also ich habe dich gestern kennengelernt, da hast du gesagt, wir machen das so und so und so und nicht anders und das finde ich gut. Tja, bestimmte Sachen müssen halt nun mal so sein, wenn man ein qualitativ hochwertiges Produkt auf den Markt bringt.
Nun, bei den ganzen Moveo-Fahrzeugen arbeiten wir grundsätzlich auch nicht mit Kunststoffeinstiege, wo die Simone jetzt gerade steht, beidfüßig in den Eingangsbereich und alle Seiten auch nochmal zusätzlich isoliert in der gleichen Qualität wie Wand- und Bodenstärke. Das sind so Kleinigkeiten. Also wenn du Kunststoff hast, es geht ja um die Langlebigkeit. Fahrzeuge werden oft in der Vermietung eingesetzt. Ja, Erstuser ist nicht mein Fahrzeug, haben keine Erfahrung. Geh ruhig mal rein, Simone, dass wir das mal sehen. Das ist jetzt ID Switch, habe ich kennengelernt vor ein paar Jahren schon, mittlerweile in der x-ten Generation. Gibt es da irgendwelche Probleme hier mit dem Bussystem? Nein, eigentlich nicht. Wir haben es bewusst sehr einfach gehalten, weil das Fahrzeug ja an sich gesteuert wird. Also, wir haben oben 3 Reihen, die komplette Anzeigen sind und die untere Reihe die Bedienknöpfe sind, wo wir sämtliche Zubehören, Wasserpumpe und Ähnlichen auf Knopfdruck einfach anschalten können. Wie stark werden die Fahrzeuge jetzt in Frankreich verkauft? Weil das Design ist, ich wohne in Frankreich, die Franzosen haben ganz andere Ansprüche, muss ich sagen. Moveo in Frankreich wird es nicht vertrieben. In Frankreich laufen die Fahrzeuge mit gleichen Grundrisse als Pilote und Bavaria. Die Moveos sind exklusiv für den deutschen und Benelux-Markt, Österreich und der Schweiz. So, die Ansprüche, hier sieht man wirklich Optik, Design, das ist Liner-Klasse, muss man schon sagen. Also ich nenne es mal Marken wie zum Beispiel Carthago und Co. Also ich sag mal so, wir sind ja hier unter 100.000 Euro bei dem Fahrzeug, oder? Das ist richtig. Nun, Liner-Klasse gibt es noch andere Marken wie Carthago, also auch die Franzosen innerhalb der Gruppe Pilote. Wir haben den Le Voyageur. Haben wir gefilmt, ja. Jawohl, der Nachfolger von der RMB sozusagen. Dürfte in Deutschland auch wohl bekannt sein. Einer der hochklassigeren Fahrzeuge, die es hier auf dem Markt gegeben hat. Und selbstverständlich, das Design und auch die Technik entleiht sich auch Fahrzeugen von Le Voyageur. So, mal bitte alles öffnen, da geben wir mal Gas. Ein Tedford Duplex ist eingebaut. Ja. Das ist eine feine Sache, Ober- und Unterhitze, der gibt richtig Gas, oder? Da kann man nicht nur eine Pizza warm machen, sondern da gibt es auch mal einen Auflauf, eine Lasagne oder der Kuchen am Sonntag. Ist sehr praktisch, der ist gar nicht so teuer, man muss ihn nur vorsehen, muss man immer sagen. Also dadurch, dass wir das gleich mit in die Küche integrieren, verlieren wir keinen zusätzlichen Schrank und ist auch bequem zugänglich. Was richtig schön ist, ihr habt das ergonomisch angeschnitten. Nicht alle Menschen sind so groß wie du. Und hier Simone 1,65 Meter. Man hat hier so eine kleine Öffnung hier mit drin, dass man auch gut an die Schränke drankommt, auch als etwas kleinerer Mensch. Ja? Das sehr wohl. Hier vorne, Simone, geht es auf Knopfdruck. Okay. Einfach. Man muss das nicht immer kompliziert machen. Wichtig in diesem Jahr ist ja auch, dass wir nicht nur die normale Schlösschen, sondern auch Metallverriegelungen verwenden. Sollte man auch eher in anderen Fahrzeugen mal suchen. Kein Kunststoffverschluss, sondern schon recht metallisch. Ja, ihr kommt aus dem Küchenbau, Hettich habt ihr im Einsatz. Das ist sensationell. Also das ist auch, ihr spart da nicht dran. Klar, das ist dann ein bisschen teurer, aber du hast dann wegen, ich sag mal, im Service müssen die Händler viel nacharbeiten, wenn die Fahrzeuge kommen? Also grundsätzlich ist und bleibt es ein Reisemobil und derjenige, der selbst ein Reisemobil hat, weiß, dass das wichtigste Zubehör ein Schraubendreher und ein Hammer ist. Von daher bleiben wir natürlich bei der Reisemobilklasse. Allerdings ist der Aufwand im Dienstnachverkauf bei Moveo eher gering. Face-to-Face, großes Thema seit ungefähr 2-3 Jahren, was reinkommt. Du hast unglaublich viel Platzgefühl, Raumgefühl auf kurzer Länge, 7 Meter. Viele Leute wollen auch nicht zu hoch sein, das ist ein Riesenproblem, gerade in Frankreich. Du kommst auf die Campingplätze nicht mehr rein und du hast wirklich einen Raum. Also eigentlich das Bett, was Liner hinten haben, das hast du hier oben drüber. Und das ist so platzsparend integriert, dass auch du, ich darf mal fragen, du bist ja riesig, wie groß bist du denn? Ich bin 2 Meter. 2 Meter. Und wenn du mal kurz, es geht knapp, oder? Ja. Es funktioniert. 2 Meter. Wir haben 1,97 Meter Standhöhe unter dem Bett. Das ist sensationell. Und du hast gesagt, das Maxi-Bett, das mache nur ich. Das mache nur ich. Das ist auch gut einfach so. Wir wollen ja nicht, dass die Simone Kopfschmerzen bekommt. So, du darfst mal weggehen. Ja. Was ist denn alles zu modifizieren vorher? Was muss ich denn tun? Eigentlich erstmal gar nichts. Gar nichts. Außer, dass ich meine Stromversorgung anstellen sollte. Das Bett geht auch recht flott runter. Wir können das auf sämtliche Höhen einfach anhalten. Wir haben hier eine Fläche von fast 1,60 Meter mal 2 Meter mit Lattenrost integriert. Und was vor allem sehr wichtig ist, wir haben hier nicht diese Quertraversen in dem Lipperbett, wo man bei manch anderen Herstellern zwar den Lattenrost durchliegt, aber die Quertraversen nochmal durch die Matratze durchfühlt.
Ihr habt alles anders gemacht. Also Wir haben sehr vieles anders. Leute, guckt genau hin, das, was er erzählt. Das heißt, hier schlafen 2 Personen, weil es ja auch das einzige Bett ist, ja, muss man sagen. Ist ja kein Notbett, was wir hier haben, oder? Ein Notbett und trotz eine Position, wo ich bequem schlafen kann, Ich komme mal rein hier. lässt sich abends immer noch am Tisch sitzen, wenn der eine schon noch ein Buch lesen möchte und der andere sich bereits hinlegen möchte. Zweiter Vorteil ist natürlich, wenn das Ehepaar da oben morgens früh wach wird, kann der Mann schon mal aussteigen und Kaffee am Bett besorgen, weil man braucht noch nicht mal aussteigen, um den Kaffee zu genießen. Sehr schön. Also das ist auch der Fernseher an der Position, der ist auch veränderbar, sodass ich unten und oben gucken kann. Genau. Dann haben wir auch die Möglichkeit, das Bett natürlich bis komplett unten hinzufahren. Dann haben wir eine Einstiegshöhe. Ja. Warte, wir zeigen das mal gerade, weil das ist wichtig für Leute, die nicht mehr so gut zu Fuß sind oder die einfach da keine Lust zu haben. Der Tisch ist absenkbar in dem Fall, oder? In dem Fall absenkbar. Ich fahre jetzt aber mal kurz über unsere wunderbare Deko. Die ist schön, schöne Deko. Sag mal hier, die Messe, das ist ja ein Aufwand, oder? Wenn du fährst. Das ist ein Aufwand. Wir haben jetzt hier einen Endschalter, der jetzt erreicht ist. Warum? Weil dieses Fahrzeug ja die Option Zusatzbett unten hat. Man könnte nämlich von der unteren Sitzgelegenheit auch noch eine Schlafgelegenheit machen. Hätte dann die Möglichkeit, mit 4 Personen im Fahrzeug zu nächtigen. Okay, also Not dann quasi, wenn ich dann hier drauf bin. Das bedeutet, ich kann es überall anhalten und kann es auch benutzen überall. Man kann es überall auf sämtliche Positionen wirklich nutzen, ohne dass das Bett auch nur 1 Zentimeter bewegt. Bitte nochmal, Mann. Das heißt, das läuft in Schienen, oder wie? Das ganze Bett läuft in Schienen. Die Gurte sind rein nur zur Sicherung und um das Bett hochzuziehen. Die Belastbarkeit vom Bett liegt bei 400 Kilo. Ich bin total geflasht. 400 Kilo. 400 Kilo. Bettmaße, was haben wir hier? 1,60 Meter? 1,58 Meter mal 2,1 Meter. Krass. Ganz genau. Können hier auch 4 Personen mitfahren? Richtig, das zeige ich Ihnen gerne mal hier unten, sobald das Bett wieder oben ist. Kleines Detail, guck mal hier, Simone, das ist nicht mit Klett gemacht. Die haben hier Magnete eingenäht, damit das auch wirklich ewig hält und schnell geht. Ganz Weil, genau. ich mein, so, hast gehört? Klack, hat's richtig gemacht? Krass, ja. So, Finde und ich so auch nicht, ja. Wer hinter der Gardinchen schaut, sieht unseren Dreipunktsgurt. Wir brauchen nur einmal die Position vom Kissen zu wechseln. Aha, Boah, ist das- schnell geht's. Eine Ich zeig das mal. vollwertige Sitzgelegenheit. darf ich dir ein großes Kompliment machen? Das ist das Schnellste, was ich je gesehen habe. Die meisten musst du Sitzpolster, Garage, du kennst das, oder? Das Gurtschloss ist jetzt noch unterm Kissen. Ja, denke Ja? ich mir, ja. Aber ist eine vollkommen legitim eingetragene Sitzgelegenheit. Boah, bitte nur einmal zurückbauen. Einmal hin und her, weil das ging so schnell, ich konnte es gar nicht. Nein, das ist kein Witz. Die meisten, da brauchst du Minuten für und musst irgendwie. Simone ohne Leergang macht das gleich richtig. Ja, warte mal, sie macht das drauf. Also hier, Klappe runter, Sitz drauf. Dann das Polster dann dahin. Und jetzt, warte mal, ich gehe mal auf die andere Seite, dann filme ich dich mal gerade, dass ihr das mal seht. Weil das sollte so Industriestandard werden, bitte, ja. Macht es genau so nach, liebe Wettbewerber. Guckt euch das gut an und los geht's. Bitte schön einmal modifizieren. Also das darüber. Kissen hoch. Klappe hoch. Fertig. So ist es. Sag mal, Dirk, Hammer, oder? Das ist eine geniale Erfindung und vor allem, man hat, wenn man mit 2 Kindern fährt, noch die Möglichkeit, auf die andere Seite sogar die Kinder auseinanderzuhalten. Was so manch ein Elternteil als positiv empfinden könnte. Ja, dass man die Streithähne auseinanderbringt manchmal. Genau. Das erinnert mich an die Schule, wenn der Lehrer dann sagt, so, ihr setzt euch jetzt mal auseinander. Was ich genial finde, ganz ehrlich, Dirk, das ist das Thema mit den Magneten. Und der Sitzkomfort, der ist wirklich groß und du hast eine große Lehne. Das heißt, du brauchst hier wahrscheinlich keine Kopfstütze hier in dem Fall, oder? Die ist da integriert. Die Kopfstütze ist mit im Polster integriert. Boah, schön ist das. Hier ist noch ein bisschen Stauraum drin eigentlich. Da ist noch zusätzlicher Stauraum. Bitte mal öffnen ganz kurz, Simone. Oh, das ist lieb. Oder Dirk. So, dann Face-to-Face bedeutet, man kann den kleinen Tisch nutzen, um gut durchgehen zu können. Das sehen wir jetzt gerade hier. Man kann ihn aber auch aufhalten. Dazu gibt es hier einen kleinen Support. Ah ja. Und das da unten ist wahrscheinlich für das Bett, wenn ich es umbaue, Wenn oder? man das Ganze umbaut, lassen wir den Tisch in geöffnetem Zustand herunter und dafür sind dann halt zusätzliche Stützen, damit auch unten eine Belastbarkeit von 400 Kilo gegeben ist.
So, ihr habt schöne Sitzbezüge hier mit drin. Also wenn ich das sehe, das ist hier Stoff mit Leder. Und Simone hat in letzter Zeit gerne mal ihre Meinung gesagt. Ja, das haben die Leute auch geliebt. Ja, aber ich bin da rein, gefällt dir das Auto? Oh, ist nicht meins. Und dann, aber jetzt ist es doch schön hier, oder? Ja, gefällt mir ganz gut. Gefällt dir ganz gut. Warum? Es ist modern, aber wohnlich. Ja. Ich glaube, Dirk, das Problem ist, dass du dich schnell an so super modernen Sachen satt gesehen hast, ja, und dann stehst da in deinem Designhotel und fragst dich, wo ist denn jetzt das Holz, alles weiß mit allem drum und dran. Wie kommen die Fahrzeuge an hier bei der Kundschaft bei euch? Also gerade in diesem Modelljahr kommen unsere Farbgestaltungen sehr, sehr gut an. Es ist modern, es ist Newline, es ist jung, aber nicht zu poppig. Nicht zu poppig, also nicht irgendwelche Türkis, Aquamarintöne habe ich gesehen in manchen Fahrzeugen. Also du hast wahrscheinlich gar keine Zeit, dich mal umzugucken hier, oder ging's? Glauben Sie mir, also die anderen Fahrzeuge sind mir durchaus bekannt. Es ist natürlich die Frage, ob es absolut notwendig ist, dass ich LED-Lichter mit Blau, Grün, Rot und sämtliche Regenbogenfarbe irgendwie anbringen muss. Kann zwar mal schön aussehen, ob das natürlich in Urlaub praktisch ist, das weiß ich nicht. Schön finde ich hier die Verkleidungen. Die sind natürlich sehr leicht zu reinigen hier in der Küche und sehen auch schick aus. Sind die denn auch festgemacht gut? Tja, diese Verkleidung, sollte mal der 500-Euro-Schein dahinter fallen, dann sitzen wir mit einem Problem. Allerdings bei uns lässt sich das Ganze mit Klettverschluss einfach ab. Nein, ihr habt die angeklettet. Die sind angeklettet. Das heißt, es klappert nie. Das klappert insofern nicht und man kann auch mal dahinter reinigen. Boah, ihr habt an alles gedacht. Aber das ist ja ein Quantensprung noch gegenüber von vor 3 Jahren, muss ich sagen. Das, was ich gefilmt hatte, war schon gut, aber ihr habt das kontinuierlich verbessert. Wir haben da das ein und das andere geändert. Wir haben auch von der Pilote-Serie diese indirekte Heizung mit übernommen. Die Umluftheizung läuft ja, die Umluftheizung läuft ja über eine Thoma-Kombi mit einer Gebläseheizung, die allerdings mit den Hinterlüftungen hinter der kompletten Sitzgelegenheiten auch die Wand mit beheizt, wodurch ich oben eine angenehme Strahlungswärme bekomme. Du, das habe ich noch nie gesehen. Das macht niemand. Also ich habe so viele Fahrzeuge gefilmt. Also du kennst natürlich einen Wettbewerber, der das macht, aber... Man hat dies bei der alten Warmwasserheizung, braucht man ja Konvektoren. Wir arbeiten zwar mit der Thoma-Heizung, aber das Prinzip von der Strahlungswärme haben wir von Aldo übernommen. Okay, das heißt, die Seitenwände werden auch warm. Ich bin begeistert. Außerdem ist sie sehr schnell, also was warm werden angeht. Dann habt ihr den Dometic Tower und was ich liebe ist, nicht beidseitig öffnbar. Denn wenn du den nicht sauber aufmachst, kriegst du ihn auf der anderen Seite nicht mehr auf, zumachst. Das ist eine Geschichte. Zweitens würde ich hier persönlich nicht wirklich wissen, weswegen ich aus dem Badezimmer raus einen Kühlschrank öffnen sollte. Also ist von der Bedienung viel sicherer, viel einfacher, weil du ihn wirklich zumachen kannst und das ist so, und ganz ehrlich, weißt du, was mir passiert ist andauernd? Ich mache ihn immer von derselben Seite auf, weil ich sonst die Sachen da drin nicht finde, ja, in der Tür, weil sie ja spiegelverkehrt sind. So. Dann das Badezimmer, Simone, er hat gesagt, es ist in der Klasse das größte Bad, das unterschreibe ich auch, ja. Ich sag mal, das wahrscheinlich größte Bad, da sind wir ganz auf der sicheren Seite. Du kannst dich drehen, du kannst dich anziehen, du hast gegenüber vielen keine feste Tür, sondern eine Schiebetür eingebaut. Der Spiegel hier allein, der ist schon rekordverdächtig. Aber und dann das ist ja richtig gut. Schubladen. Ja, und vor allem halt auch mal auf Augenhöhe. Und man muss nicht immer sich bücken und dann irgendwas rauskramen. Für dich, ja. Für mich natürlich. Nee, passt für alle. Da könnte man zum Beispiel Socken reinmachen, da kannst du Unterwäsche, keine Ahnung, was du alles reinmachen kannst. Halt nicht unten irgendwie rum. Was mir extrem gut gefällt, ja, geh mal kurz in die Dusche bitte rein. Das ist diese wunderschöne Optik, die ihr in der Dusche habt. Alles wirkt nicht wie 2,50 € oder wie man sagt in Holland wie ein Käsebrötchen. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ein Brötchen Kaas, ja? Ja, genau. Nein, also es ist zwar schlicht gehalten, aber recht pflegeleicht und komplett feuchtigkeitsneutral, auch die Wände. Wir brauchen keinen Vorhang und vor allem, wir haben einen Dachlüfter. Ein Dachlüfter? Eine Dachluke in Nachtsteinwerk. Okay. Da hätte man die Möglichkeit, das ist ein Standardmaß, können wir zum Beispiel auch Max-Fan einbauen oder sowas. Wird sich machen lassen, ob das nötig ist in der Dusche, weiß ich nicht. Aber zum Ziehen. Also ich habe immer einen, naja, ist egal. Ist ja meine Sache und dann siehst du auch überall die Metallbeschläge, die du drin hast. Hier ist das Klopapier integriert. Hier haben wir das Klopapier integriert. Das heißt, diese Rolle, die fliegt bei der ersten Kurve nicht vorne bis ins Führerhaus. So, komme ich hier hinter auch ran? Kann ich das so rüberschieben? Simone, probier mal. Natürlich. Das ist ein zweites. Alles ist verriegelbar, natürlich. Also es ist dann
dann halt auch aufgeräumt. Ne? Man kann ja beide Seiten zumachen. Wenn du im Wohnmobil keine Ordnung hältst, guck mal, hinter lüftet wieder. Richtig, auch alle Schränke im Bad, aber auch im Wohnbereich haben immer diese Zwangsbelüftung über den Schränkchen und sind auch mit beleuchtet. Sieht man auch im Küchenbereich ganz gut, dass in den Schränken immer die Beleuchtung anwesend ist. Was auch wirklich sehr praktisch ist, weil wenn man abends mal dann irgendwas sucht, kannst du mit Taschenlampe und sonst was rummachen, aber so ist natürlich praktisch. So, wir müssen weiter. Ich bin total geflasht. Ich habe dich nämlich gebeten, zeig mir das mal, weil dann kann ich nämlich im nächsten Video das wiedergeben, was du gesagt hast. Viele Neuigkeiten, die da sind. Ein Händlernetz habt ihr, du hast eben gesagt Deutschland und? Wir haben mittlerweile ein Händlernetz von mehr wie 40 Händler, Servicestationen und vor allem Reparaturmöglichkeiten. Fiat Ducato geht? Wir haben Ducato mit Automatik oder halt das Citroën als Schalter. Wie sieht man jetzt als Laie die Qualitätsunterschiede? Also wenn ich jetzt in das Fahrzeug reingehe, so Sachen wie, dass das nochmal isoliert ist hier der Boden und so weiter. Wie kann ich das erkennen? Oder wenn ich jetzt sage, ja, warum kostet der jetzt 30.000 mehr als ein anderes Fahrzeug oder wie auch immer? Ich glaube, dass Qualität nicht unbedingt mit dem Preis was zu tun hat. Ja. Qualität hat was zu tun mit einer Philosophie, die hinter einem Fahrzeug steht. Und wenn man stolz ist auf das, was man auf den Markt bringt, wie zum Beispiel der Moveo, wie im Übrigen alle Fahrzeuge aus der Gruppe Pilot, dann hat das mit dem Preis weniger zu tun, sondern mit der Langlebigkeit. Pilote hat gerade erst 65-Jährigen gefeiert. So, Pilote, 65 Jahre, einer der ganz großen, also nicht nur Hümer, die alt sind, sondern Pilote auch. Moveo Thai 70 DH, eine Breite von 2,30 Meter, kompaktes Fahrzeug, Höhe von knapp unter 3 Meter. Auflasten ist kein Problem? Ist kein Problem. Auf ein Heavy-Chassis gehen wir sogar bis 4,8. 4,8 Tonnen. Also es lohnt sich manchmal auch den C1 zu machen oder ich sag mal den CE am besten in Deutschland dann direkt, ja, um das dann zu machen. Aber man muss sagen, bei euch immer all-inclusive. Das heißt, die meisten Sachen sind mit drin, 86.550 Euro. Und ja, mich hat es überzeugt und ich muss auch wirklich sagen, die Qualität von dem Reisemobil, du hast alles angefasst, hast das Bett gemerkt, es wackelt nicht. Ja. Sensationell. Vielen Dank fürs Einschalten, vielen Dank auch dir. 19. Januar 2023, wir sind auf der CMT in Stuttgart. Dankeschön, tschüss.